Hallo zusammen. Heute möchte ich mal den Benzinschlauch an meiner Harpe wechseln. Der alte ist viel zu dünn, der hat nur 6 mm. Außerdem habe ich da einen zweiten Benzinhahn dazwischen gesetzt, was eigentlich totaler Unfug ist. Ich habe mir jetzt einen bestellt mit einem 8 mm Durchmesser und den werde ich jetzt mal da reinziehen. Mal schauen, dass es dann alles ein bisschen besser wird, dass er mehr Sprit kriegt und sauberer läuft. So, den alten Schlauch mache ich jetzt erstmal runter, der ist viel zu dünn. Und der ab ist, müssen wir dann mal gucken. Ja, geht ein bisschen schwierig, aber ist klar, der ist zu dünn, das bringt ja so nichts. Ach, kein Licht mehr, so jetzt. Das bringt nichts, da ist so fest schon drauf, alter Schwede. Ich glaube, da muss ich mir gleich mal einen Schraubenzieher holen, dass ich den runterkrieg. Ach, scheiße, ey. Ja, ich muss mal kurz an die Werkzeugkiste, so bringt das nichts. So, den alten Schlauch habe ich jetzt hier im Schraubenzieher angelöst. Jetzt mache ich den erstmal runter. Dann muss ich nämlich nicht immer 2 Benzinhähne aufmachen. Denn mir ist es schon des Öfteren passiert, dass ich nur einen Hahn aufgemacht habe, losgefahren bin und dann stehen geblieben bin, weil ich dachte, oh, hast ja einen Benzinhahn vergessen, den zweiten. Dachte ich mir dann immer, jetzt musst du noch mal aussteigen. Na gut, jetzt machen wir erstmal den neuen drauf, bevor ich dann hinten am Vergaser rummontiere. Das ist jetzt der neue Benzinschlauch mit Schellen mit allem drum dran. Hat einen Durchmesser von 8 mm innen. Außen werden es, glaube ich, 10 mm sein. Ja, mal gucken, dass ich den jetzt da mal drauf bastel. So, Schlauch vorbereitet, Schlauchschelle dran. Sieht bis jetzt ganz gut aus, der passt auch viel besser, der rutscht schön drauf, Licht aus, scheiße. Na, Mist. Jetzt gibt er noch meine Lampe in Geist auf, aber das macht nichts, wir schrauben jetzt erstmal die Schelle fest. Und dann muss ich weiter gucken. Und das sitzt wunderbar, das ist perfekt. Ein bisschen festmachen, das Ding. Dann machen wir hinten den Luftfilter mal runter, dann kommen wir nämlich besser an den Vergaser hinten ran. Die Schraubschellen sind recht billig gemacht, aber solange sie ihren Zweck erfüllen, ist das gut. So, das sollte halten. Jetzt gehen wir mal hin und schauen uns mal an, wie wir es am Vergaser festmachen. Ja, aber das ist okay. Alles klar. So, schrauben wir mal den Luftfilter ab. Dann komme ich dann besser dran. Dann komm erstmal das Röhrchen ab hier. So, jetzt runter mit dem Ding. Schnelle Geschichte und dann ist der neue Benzinschlauch drauf und das ist gut. Na komm. Mal gucken, inwieweit ich den einkürzen muss, das sehen wir dann. Mal gucken, dass es alles so passt, wie ich mir das vorstelle. Die Schräubchen da drauflegen. Gut. Schauen wir mal, kommen wir da so leicht dran? Ja, da kommen wir doch ganz easy dran. Keine große Sache. Nur ein bisschen einkürzen dann nachher. So, schauen wir mal, dass ich den alten Schlauch jetzt so leicht runterkriege. Das ist nämlich auch viel zu dünn. Und auch hier habe ich meine Schwierigkeiten. Scheiße, Mann. Muss ich auch ein bisschen anlösen irgendwie. Das ist doch alles Kacke, ey, wenn die Schläuche zu klein sind. Ich möchte wissen, was ich mir da gedacht habe, wo ich das dünne Röhrchen da drauf gemacht habe. Dünnen Schlauch da. Aber er scheint zu kommen, da ist er. Da ist er, der alte Schlauch. Viel zu dünn, seht ihr? Wahnsinn. Mal gucken, dass ich den alten jetzt verlege, dass der schön da durchläuft. Dann wird er ein bisschen eingekürzt, weil der ist extrem lang.
Und dann schauen wir weiter. Ja, der kann da unten so durchlaufen. Kann ruhig ein bisschen. Gut, so weiß ich jetzt, wie weit er gekürzt werden muss. Das mache ich jetzt erstmal. Und dann geht's weiter. So, den Schlauch habe ich jetzt eingekürzt. Ich habe ihn so weit eingekürzt, dass ich gucken kann, wie es funktioniert. Ich gehe davon aus, dass der sich ja noch ein bisschen verlängert. Bei guter Qualität vom Schlauch sollte das eigentlich nicht sein. Aber ich gehe einfach mal davon aus. Deswegen habe ich es halt jetzt mal ein bisschen kürzer gemacht. Jetzt machen wir erstmal fest, diese Schellen hier, die sind sowas von für den Arsch. Aber ist ja auch egal, dafür hat der ganze Schlauch ja nur 7 € gekostet bei Amazon. Und wenn er seinen Zweck erfüllt, bin ich damit schon mal ganz zufrieden. Weil 15 € oder sowas für einen Benzinschlauch ist mir zu teuer. Man kann die Dinge auch billiger kriegen. Aber wie gesagt, die Schellen, die sind sowas von für den Arsch hier. Ich muss jetzt erstmal so anziehen. In der Hoffnung, dass sie halten. Wenn er wird nochmal nachgezogen dann. Ja, das mit dem Licht hier in der Garage ist ein Graus. Aber draußen ist es mir zu kalt und zu nass, also mache ich das hier. So, drauf. Sollte halten. Ja. Dann machen wir mal einen Luftfilter wieder auf die Kiste. Dann ist erstmal alles soweit in Ordnung. Zeige mal. Ja, das hält. Und das wird nochmal nachgezogen, wird sowieso der Fall sein. Licht aus, Mist. Es werde Licht. So, jetzt kommt gleich der Luftfilter drauf. So, setzen wir mal den Luftfilter wieder drauf. Das ist ein ewiges Gefummel hier. Wo habe ich denn Schräubchen hin? Da sind die Schräubchen. Eieiei. Ja. Die neuen Stoßdämpfer müssen jetzt demnächst auch rein. Wenn die kommen, werden sie gleich eingebaut. Die alten laufen aus und das ist mir zu gefährlich. Ich fahre zwar, aber dann doch sehr, sehr vorsichtig. Muss ja nicht sein, dass man irgendwas kaputt fährt dann. So. Na komm schon, Schräubchen. Und los. Na, geht doch. So, dann ziehen wir den ganzen Kram jetzt erst einmal fest. Und dann geht's weiter. So, jetzt haben wir das alles wieder zusammengebaut. Und jetzt zeige ich euch mal den Unterschied zu den Schläuchen. Der lange hier, das war der drauf war, recht dünn. Und das ist jetzt der Unterschied. Der neue ist außen her schon mal dicker und stabiler und ist von innen her auch etwas dicker. Der alte hat 6 mm Innendurchmesser und der neue hat jetzt 8 mm Innendurchmesser. Und das sollte eigentlich schon eine Kleinigkeit ausmachen. Vor allem bin ich den Schrott los, den zweiten Benzinhahn. Weil der ist immer voll für den Arsch, bringt ja gar nichts. Den neuen Schlauch habe ich jetzt ein bisschen durchhängen lassen. Muss ich mal gucken, inwieweit der sich noch ausdehnt. Und dann kann man da immer noch mal ein bisschen kürzen. Ich will halt jetzt erstmal nichts machen, weil ich nicht weiß, dehnt er sich oder dehnt er sich nicht. Aber das sehen wir ja dann in den nächsten Tagen. Und sollte da noch was sein, werde ich ihn halt ein bisschen einkürzen. Ansonsten ist jetzt der Schlauch drauf. Jetzt werden wir gleich mal gucken, ob es was bringt. Ja, mal gucken. Licht aus. Haha, es nervt. Schauen wir mal, ob es anspringt. Ui, das ging schnell. Super, gut. Ja, ist doch perfekt. Läuft alles wie es soll. Das freut mich, da bin ich wieder zufrieden. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal, gebt mir ein Like, teilt auch gerne das Video und dann sehen wir uns zum nächsten Apple-Video wieder. Macht's gut und tschüss.